Und das ist übrigens auch der Grund meiner Meinung nach, warum so viele Dartspieler, wenn die so besoffen sind, dass sie kaum noch stehen können, trotzdem extrem gut Dart spielen. So, heute ist es soweit. Heute werde ich das allerwichtigste Video machen, das ich jemals gemacht habe. Und das wollte ich schon lang machen. Und der Gedanke musste erstmal reifen, wie ich das genau mache, sodass es quasi das allerbeste Video wird, das Darter überhaupt anschauen können, wenn es darum geht, ihren Wurf zu verbessern. Konkret, wie mache ich mehr Punkte, wie score ich besser, wie treffe ich besser mein Ziel. Und nicht aus der Luft gegriffen, wie so viele Videos auf YouTube, sondern ich habe mir so oft die Profis angeschaut und auch bestimmte Spiele angeschaut, die werde ich euch gleich zeigen. Und dabei fallen einem immer wieder die gleichen Sachen auf. Ich meine, kein Spieler hält den Dart gleich. Also das mit dem Grip muss jeder selber wissen. Kein Spieler steht gleich. Das muss jeder selber wissen. Es gibt aber Sachen, die alle Profispieler genau gleich machen. Und das kann kein Zufall sein. Eine Sache davon kennt ihr. Der Arm ist bei fast allen parallel zum Boden. Bei MVG nicht. Der lässt seinen Ellbogen etwas sacken. Das heißt, auch das ist nicht mal mehr so entscheidend. Aber alle ziehen durch. Es gibt keinen Profi mehr, der nicht diese Bewegung macht. So, Thema Nummer 1, darauf wollte ich gar nicht kommen, aber warum ziehen alle durch? Wenn du jemanden fragst, warum man das machen muss, kann dir keiner richtig erklären. Alle sagen, ja, das musst du machen, weil du dann konstant bist. Ja, das musst du machen, weil ja, dass das was bringt, ist klar. Aber warum macht man das? Hier ist meine Theorie. Ich habe mir das natürlich überlegt. Hier ist meine Theorie. Wenn du wirfst und du wirfst geradeaus und dein Arm lockert sich dann quasi, dann spannst du die Muskeln an, natürlich. Die Streckermuskeln, die strecken deinen Arm und deine Finger. Das sind nur Strecker. Beuger, Strecker, Beuger, Strecker. So, die Beuger sind jetzt angespannt. Muskeln können sich ja nicht entspannen bei uns. Es kann nur die gegenüberliegende Muskelpartie, also der Strecker, ziehen und der Beuger macht nichts. Das heißt, der wird einfach aufgezogen. Wenn der Beuger jetzt den zumachen will, dann zieht der Beuger und der Strecker macht nichts. Sonst würden die ja gegeneinander kämpfen. Aber es ist nicht ein Muskel, der auf und zu macht. Ein Muskel macht die Richtung, ein anderer macht die Richtung. Beuger, die machen den Arm zu, die greifst den Dart, du beugst den Arm, Beuger. Strecker. So, was passiert, wenn du so machst? Richtig. Es sind nicht nur die Strecker im Einsatz, sondern die Beuger. Denn um diese Bewegung zu stoppen, brauchst du eine Kraft in die andere Richtung. Das heißt, dein Beugermuskel hier muss angehen. Und je mehr Muskeln beteiligt sind bei einer Bewegung, desto ungenauer wird die Bewegung. Deswegen, meiner Meinung nach, ist es unvorteilhaft, nicht durchzuziehen, weil du einfach mehrere Muskelpartien brauchst. Das ist der simple Grund. Das ist nur meine Theorie. So, und jetzt kommen wir zum allerwichtigsten Teil des Videos. Und zwar will ich euch heute zeigen, was meine ultimativen Erkenntnisse, und die sind wirklich ultimativ, zum Wurf sind. Zum Wurf für alle Darter. Das ist kein Ding, was nur einen betrifft und den anderen nicht, oder was jeder individuell machen kann. Nein, das sollten alle machen. Alle. Dann werden sie definitiv besser. Dieses Video, ich sage das nie, aber dieses Video kannst du auch gern teilen mit deinen Freunden und so weiter, weil es ist so viel Schmarrn unterwegs, gerade auf YouTube, an Darts-Tipps und wie man stehen sollte, wie man werfen sollte, was man nicht und lalalala. Ganz wenig gute Tipps. Und jetzt kommt das ultimative Video. So. Dazu, weil es ja nicht aus der Luft gegriffen ist, schauen wir uns jetzt ein paar Sachen an. Und zwar, erstens, Michael van Gerwen oder MVG oder Michael van Gerwen. Schau mal. Wir gehen jetzt nach Rangliste. Der nächste ist Cross, Rob Cross, Weltmeister 2018. Der nächste ist Daryl Gurney. Nächster, Gary Anderson. Auf Platz 5 der Order of Merit am heutigen Tage, am 5.4.2019, ist Peter Wright. Dann Michael Smith, Nummer 6.
Nummer 7, Gervin Price. Nummer 8, Mensur Suljovic. Nummer 9, James Wade, der einzige Linkshänder in dieser ganzen Gruppe. Und Nummer 10 ist unser Australier Simon Whitlock. So, das waren jetzt Pausen von diesen Videos. Was ist euch da aufgefallen? Eine Sache fällt ja wohl ganz klar auf. Wo schauen diese Spieler hin? Schauen die auf ihre Hand und zielen über den Daumen, wie in manchen Videos gesagt wird? Nein. Zielen die über den Flight? Nein. Zielen die überhaupt? Nein. Gucken die auf den Boden, in die Luft? Ladidadila. Also komm, wir machen es hier nicht für Nubis. Alle Dartspieler machen genau das, was Bobby George sagt. Und zwar jetzt. Look where you're throwing. And throw where you're looking. Look where you're throwing. Schau dahin, wohin du wirfst. And throw und dann werfe where you're looking, wo du hinschaust. Schau hin, wo du hinwerfen willst und dann werf dahin, wo du hinschaust. Brillant. Es ist brillant. Zu Bobby George zeige ich euch noch was. Wenn ihr nicht wisst, wer das ist. Älterer Spieler, geiler Spieler. Und ich zeige euch dazu noch was. Also, hier muss ein Mensch in einer Minute eine Fliege töten in einem weißen Zimmer. Und zwar mit seinem Mittel. Bei Bobby George ist es natürlich ein Dart. Und hier ist Bobby George. Sehr viel Bling Bling. Siehst du? Da ist er schon älter. Jetzt kommt die Fliege rein. Jetzt wartet er, bis er sich hinsetzt. Hat schon ein paar Mal geworfen, natürlich. Trifft die Fliege mit dem Dartpfeil. Unfassbar, oder? Das ist nach unten. Das ist nicht mal wieder normal. Outstanding! 8.5 seconds left on the clock. It's a tiny little. That's tiny as a shit score, isn't it? Look how happy he is. Hä? Das ist ganz easy. So, und jetzt gucken wir uns ein paar Bewegungen an. Ein paar Leute übertreiben es nämlich noch extrem. Fokus. 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 Du musst den Fokus anschauen. Auch zwischen den Würfen. Die Augen gehen nie weg vom Ziel. Totaler Fokus. Jetzt sagst du, ich schaue mein Ziel auch an zwischen den Würfen und werf. Also Simon, alles okay. Jetzt pass mal auf, es gibt einen Unterschied zwischen anschauen und anschauen. Rob Cross. Du siehst schon, wo er hinschaut, dass er jetzt hochgeht. Du weißt natürlich, dass er Doppel 18 wirft. Daryl Gurney sieht hier aus wie ein Zombie. Sag mir nicht, dass der nicht aussieht wie ein Zombie. Der sieht hier doch aus, als ob er schon im Zombie-Mode ist. Ist er auch. Guck mal, der wirft nämlich gleich. Schaut nur aufs Ziel, er läuft doch vor zum Oki. Schaut nicht runter, stellt sich hin. Fokus. Zu diesem Mann brauche ich nicht mehr viel sagen. Gary weiß jeder, der fokust ohne Ende. Der Welt. Gary Anderson lag mit 1-0 vorne. 98 Punkte, er ist die Peter Wright. Voller Fokus. Schau es dir an. in dieses Match rein. Auch er hatte noch nie das Finale beim World Grand Prix gespielt. So, jetzt kommt der Michael Smith, wo ich immer das Gefühl habe, das ist der Einzige, der vielleicht nicht so den Mega-Fokus macht. Der schaut es schon an. Er schaut sich's genau an, ja. Aber er schaut dann immer so gelangweilt irgendwie. So, jetzt kommt absolutes Hammervideo. Der Price kam aus dem Nichts. Der war Rugby-Spieler, ne? Und er ist jetzt einer der Besten der Welt. Wie kann er so schnell so gut werden?
Wie wurde der Daniel Zügler in einem Jahr zu einem der besten Spieler in Deutschland? Wie kann sowas passieren? Fokus. Du brauchst die Basis, klar. Aber dann geht es nur noch über den Fokus. Irgendwann kannst du Treppen steigen, ja? Verstehst du? Irgendwann kannst du Treppen steigen. Da geht es nur noch darum, optimal anzukommen. Und jetzt schau dir an, Gervin Price verstellt sich jetzt vom ersten und muss umstellen. Schau dir die Augen an. Schau dir nur die Augen an. 20, Augen. 25. Augen. Augen. Checkt sofort ein High-Fit. Er hat sich zweimal umgestellt. Er hat kein einziges Mal sein Ziel aus den Augen verloren. Totaler Fokus. Totaler Fokus. Von all den Top 10 Spielern, und ich könnte jetzt auch in die Top 50 gehen, schauen sich alle fokussiert das Ziel an. Und jetzt kommen die 1, 2, 3, 4, die ungefähr 10 Tipps, die deinen Wurf ultimativ machen. Ultimativ. Und an denen du nur arbeiten musst. Und ansonsten fast gar nichts. Ein Tipp davon, man muss sagen, das sind fortgeschrittene Tipps. Das heißt, die sind eher was, da musst du schon ein Average mal spielen. Ich würde sagen, am meisten bringen die dir. Am meisten bringen die dir. Wenn du so 45, 50, 55 Average schon spielst. Also wenn du nicht ein Vollnoob bist. Weil als Vollnoob kannst du diese ganzen Sachen nicht auf einmal umsetzen. Als Vollnoob musst du wirklich erstmal deinen Stand gucken. Erstmal schauen, dass du die Vertikalität herstellst. Das heißt, dass du auf der Achse 20,3 die Darts untereinander bekommst, statt auszubrechen. Dann versuchen, weniger auszubrechen. Und wenn du das, dann siehst du an deinem Score so, wenn du so um die 50 Average spielst, dann kannst du dir Gedanken machen um diese Sachen, die ich dir jetzt sagen werde. Nummer 1 und ist auch eigentlich Tipp Nummer 1 und ist auch eigentlich der Tipp Nummer am Schluss, egal wie viele Nummern das jetzt werden. Schau dein Ziel an. Ziel anschauen. 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 Nicht hineinversetzen. Nicht drauf konzentrieren oder wie auch immer du es nennst. Anschauen. Schau es intensiv an. Schau dir am besten genau eine Stelle davon an. Und glaube mir, du wirst zum ersten Mal einen fetten Eureka-Effekt haben, wenn du dir denkst, fuck, ich habe genau dahin geworfen, wo ich hingeschaut habe. Look where you're throwing. And throw where you're looking. Genau auf dieses eine Staubkorn im Feld oder auf dieses eine Loch beim E-Darts, genau da ist er reingegangen. Und es wird dir passieren, ich schwör's dir. Und das Schöne ist, dieses Mal wird es kein Zufall sein. Bisher war es Zufall, weil du halt gesagt hast, so, ich werf irgendwo dahin. Ich versuche mal die Triple 20 und dieses Mal ist es kein Zufall. Du hast genau, dein Hirn hatte alle Infos, die es braucht. Ich will das treffen. Mensch, Körper, mach das, mach das. Und du hast das gemacht. Dann fangen wir mal an mit Tipp 2 oder wieder 1, je nachdem. Ich mache das jetzt mal so durch. Nächster Tipp. Rhythmus. Und mit Rhythmus meine ich jetzt nicht eine fließende Bewegung, das ist übrigens der nächste Tipp. Rhythmus ist, du hast, Michael Smith zeigt es ganz gut, Smith für den anderen, der meint, ich kann kein TH. Michael Smith kann es relativ gut, ist manchmal fast schon zu sehr im Rhythmus verhaftet. Ja? Der Rhythmus ist einfach, dass du eine gewisse Schlagabfolge hast. Was ich bei meinen Videos zum Beispiel merke, wenn ich filme, wie ich spiele, einfach auf einem Automat zum Beispiel, und ich schneide dann zusammen und ich möchte euch nur die 3 Würfe jedes Mal zeigen, dann muss ich fast immer ungefähr gleich viel rausschneiden. Weil ich wirklich so einen Rhythmus habe, tak, 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 Pause, tak, 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 Pause. Und das ist ziemlich gleichmäßig, da ist kein großer Unterschied drin. Bei Anfängern wird da noch ein größerer Unterschied drin sein. Je mehr du dich reinschleifst und je mehr du spielst sozusagen, desto mehr wirst du haben, tak, tak, tak. Pfeile holen, wenn du alleine spielst, tack. Und das ist dieser Rhythmus, dieses tak, tak, tak. Das ist diese Taktung. Klar, manche stellen sich anders hin, mal verwirft man einen Pfeil und so weiter. Aber wenn du freie Bahn hast, diesen Rhythmus. Dieser Rhythmus ist wichtig. Du brauchst eine Art Rhythmus. Der wäre jetzt aber noch sekundär, denn es gibt natürlich Spieler, wie zum Beispiel Mensur oder sowas, die beim ersten Pfeil lange brauchen und dann 2 kurze, aber das ist auch ein Rhythmus. Dann hat er halt wieder einen langen, 2 kurze. Phil Taylor hat oft lange gezielt beim ersten, dann 2 hinterhergeworfen. Das ist auch eine Art Rhythmus. Der Rhythmus muss nicht gleichmäßig sein. Es muss nur ein Rhythmus sein. Es muss ein erkennbarer Rhythmus sein. In diesem Rhythmus gibt es Spieler, die haben einen, ich nenne es mal Trigger. Zum Beispiel MVG. Kommt euch diese Bewegung bekannt vor?
Klassische MVG. Diese Bewegung, auch teilweise in subtileren Bewegungen so, dass man sie weniger sieht. Oder so, wie beim Peter Wright. Oder wie ich auch mache. Da ist das hier und das nenne ich den Trigger. Zack. MVG, zack. Da fängt quasi die Wurfbewegung erst richtig an. Da lockst du das Ziel sozusagen ein. Also du schaust dir das Ziel erst an. Zack. Und dann fängt die Konzentration erst an. Du guckst es dir erst nur an. Du guckst es nur intensiv an. Und wenn du lockst, dann lockst du dich ein, dann lockst du dich aufs Ziel ein und dann kommt die Konzentration auch ins Spiel. Dann haben wir gesagt, eine fließende Bewegung. Und das fließende Bewegung, meine ich, ist was anderes als Rhythmus. Die fließende Bewegung ist zum Beispiel genau dieses. Wenn ich MVG mal mache, weiter vor, zack, runter. Der macht zwar unten diesen Zacker kurz, aber es ist eine fließende Bewegung. Das heißt, die Bewegung ist gleichmäßig. Die Bewegung stoppt eigentlich nicht. Und irgendwann fängt diese fließende Bewegung an. Es gibt Spieler, die machen so wie Darren Webster auf die Nase und dann weg. Aber es ist alles, verstehst du, egal wie viele Zwischenstationen. Ich bin übrigens für so wenig Zwischenstationen wie möglich. Denn je mehr Zwischenstationen du machst, desto mehr Anfälligkeiten für Fehler sind in deinem Wurf. Und der Wurf fängt ja schon lange an, bevor du wirfst. Der Wurf fängt an, wenn du dein Ziel anschaust. Wenn du hingehst und du schaust dein Ziel an. Du stellst dich ans Oki. Dann machst du noch irgendwelche Faxen, machst dich vielleicht locker und dann zack. Dann lockst du dich ein. Lock. Dann fängt deine Bewegung an, dann kommt dein Trigger, dann kommt die Konzentration. Dann kommt der Wurf. Eine fließende Bewegung sollte es sein. Und jetzt kommt der Clou an der ganzen Sache. Währenddessen du das alles beachtest, solltest du auch darauf schauen, dass du relativ locker bleibst. Und zwar im ganzen Körper. Michael Smith ist wieder ein sehr gutes Beispiel. Eigentlich sollte der super gut Dart spielen. Ich meine, gut, er war im Finale der WM, er spielt gut, ja, aber er kann noch mehr, aber er ist auch noch jung, darf man nicht vergessen. Und manchmal schaut er mir ein bisschen gelangweilt. Da ist der Fokus alles da, aber vielleicht ist die Konzentration noch nicht so hoch bei ihm. Jedenfalls musst du locker bleiben. Bei all dem musst du locker schwingen, locker bleiben. Warum? Wenn du verkrampft bist, je angespannter du bist, Anspannung heißt nichts anderes, als dass Muskeln arbeiten. Und je mehr Muskeln in deinem Körper arbeiten, desto mehr Muskeln sind beteiligt an deinem Standwurf und an deiner ganzen Person in dem Moment. Und je mehr Muskeln beteiligt sind, desto mehr Anfälligkeiten für Fehler gibt es. Wobei mir gestern auffiel, dass Menzo Suljovic zum Beispiel bei fast jedem Wurf hinten mit dem Fuß hochgeht. Das kann man aber wieder verbuchen unter fließender Bewegung, Rhythmus. Wenn das für ihn so gut ist. Der Henderson macht zum Beispiel so. Jeder sagt, darfst du auf keinen Fall machen. Da ist eben die Frage, schlägt Rhythmus und fließende Bewegung, schlägt das bei dir richtig ein von der Genauigkeit her, sodass du sagst, ich bleibe lieber nicht ganz still stehen. Warum nicht? Versuch's. Aber was du trotzdem machen musst, ist locker bleiben, fließende Bewegung und Rhythmus haben. Egal, ob du dabei still stehst oder nicht. Ich sag mal, wer zum Beispiel extrem still steht, ist Dimitri Vandenberg. Der steht extrem still. Peter Wright steht extrem still. Ab einem gewissen Zeitpunkt stehen viele extrem still, aber es gibt auch Bewegung. Wie gesagt, Mensur, James Wade. James Wade hat auch den Fuß oft hinten hoch. Hat gestern 180 geworfen, wo ich beim letzten dachte, der Fuß, beim zweiten Dart ging er schon, beim dritten ging er noch höher. Aber das sind halt dann auch die Skills und gerade auch dieses Gucken, wo du dann weißt, den drucke ich jetzt so, dann kann ich den reinmachen. Es wird auch viel korrigiert durch dein Hirn. Dein Hirn weiß ungefähr den Weg und deswegen ist es meiner Meinung nach auch falsch, dir stur anzulernen, dass du immer die gleiche Bewegung machen musst, weil die dann immer zum gleichen Ziel führt. Du musst eine Art bisschen Flexibilität in dir drin behalten. Du hast quasi diese Stellschrauben, diese 10 Sachen, die ich dir jetzt sage, die fließende Bewegung, locker bleiben, Rhythmus und wir kommen auch gleich zur nächsten Sache, die ist ganz easy. Deine Stellung ist natürlich auch wichtig. Also alle sagen den Stand und so weiter. Ich meine jetzt erstmal die Stellung. Das heißt, Dartscheibe da. Bei mir ist zum Beispiel der rechte Arm recht kräftig und der Ellbogen ist so geschaffen, dass er halt so gerade geht. So, wo würde ich jetzt hinwerfen? Im Prinzip an der Scheibe vorbei, rechts. Also habe ich meinen Stand relativ weit links. Gehe so raus und werfe auf einmal volle Kanne in die Kamera. Das ist eine ganz kleine Anpassung, die ich gemacht habe. Nicht jeder Spieler kann genau vorm Bullseye stehen und dann mit dem Arm, weil dann würdest du vielleicht woanders hin. Du könntest dich natürlich drehen. Und das sind alles so Sachen, die du für dich selber rausfinden musst.
Schau erstmal, wo dein dominantes Auge ist. Bei mir ist es zum Beispiel links, das heißt, es ist egal, ich kann nicht so werfen. Das ist quasi Pech oder auch nicht. Jedenfalls, du musst dich damit arrangieren. Und deine Stellung ist dabei ganz wichtig. Es gibt ganz viele Spieler, die extrem gut spielen, wenn die richtig stehen. Und wenn die einen Zentimeter weiter drüben stehen, geht auf einmal alles in die 1. Und dann wollen die das korrigieren im Kopf und sagen, Mensch, ich muss weiter links werfen, geht alles in die 5. Das liegt einfach daran, dass du schon nicht richtig stehst. Kleiner Tipp bei mir zum Beispiel, ich stehe natürlich weit links und in jeder Spielstätte, wo man ankommt, ist das Oki anders und die Gegebenheiten sind anders. Was immer gleich ist, ist die Scheibe. Die Scheibe ist immer gleich und die hängt immer auf der gleichen Höhe. Mach deine Stellung, such dir einen Punkt auf der Scheibe, den du jetzt anschaust bei deiner Stellung. Bei mir ist das zum Beispiel die Doppel 9. Die Doppel 9 oben. So circa hier. Toll, jetzt ist das Licht aus. Kein Geld. So, jetzt habe ich euch aus Versehen sogar den Modus gezeigt. Du kannst einen Spieler 301 machen, den anderen 501 beim Löwe. Kannst zum Beispiel gegen deine Kids spielen und dann fangen die halt mit 301 an. Egal. Oben in der 9 steckt jetzt der Dart. Bei mir, diesen Punkt schaue ich an. Und wenn ich diesen Punkt anschaue und meinen Arm rausmache, dann ist das für mich, hat sich für mich bewährt, dass ich dann in diese Vertikale komme. Das ist ganz einfach. Du kannst ja mal links anfangen, parat schmeißen, Mitte, rechts. Man spielt so ein bisschen rum. Du brauchst sicher ein paar Monate, bis du deine Stellung und deinen Stand hast. Dein Stand sowieso, aber auf den gehe ich gar nicht ein, weil auf den gehen die ganzen Nubbi-Videos ein von Galileo und Focus TV und Schlag mich tot. Wo jeder sagt, du kannst quer stehen, du kannst aber auch gerade stehen. Wow! Also, wie du stehst, machst du mit dir selber aus. Aber die Stellung an sich, wo du dich positionierst, das ist wichtig. Die Stellung kann man nicht vernachlässigen. Dann habe ich in meinen Anfängertipps auch schon gesagt, kann man aber nicht oft genug sagen. Ein Pfeil fliegt in einer parabolischen Bahn. Kein Pfeil fliegt gerade. Geht nicht, es gibt ja Schwerkraft. Alle fliegen eine Kurve. Das kann eine flachere Kurve sein, es kann auch eine höhere Kurve sein. Es ist auf jeden Fall eine Kurve. Der Pfeil kriegt einen Impuls mit und wird so schwingen sogar. Daher kann es kommen, dass zum Beispiel den Phil Taylor seine Darts, obwohl die so eine Kurve fliegen, so im Board stecken am Schluss. Der fliegt zwar so eine Kurve, steckt aber trotzdem so im Board. Denkt man sich, wie geht denn das? Der muss ja so reinkommen. Ja, der fliegt und weil du den loslässt, schwingt der ein bisschen. Aber insgesamt schwingt der auf so eine Kurve. So, der fliegt in eine parabolische Bahn. Was heißt das? Das heißt, um deinen Dart loszufeuern, kann es sinnvoll sein, dass die Spitze nach oben zeigt. Denn so wird er losfliegen. Wenn die Spitze nach unten zeigt, wird er schon mal eiern. Und wenn er zu viel eiert, dann ist natürlich da ein Random-Faktor, wann diese Spitze ankommt. Wobei ich weiß, dass Profi-Bogenschützen und auch wohl Dartspieler, bei MVG zum Beispiel eiert er auch recht gut. Die können das auch ausgleichen. Wie gesagt, das ist eine Kombination von Sachen hier. Diese ganzen Sachen alle, die kannst du alle nicht perfekt machen, aber die kannst du alle so aufeinander abstimmen, dass du den ultimativen Wurf für dich selber hast. Fast alle Profis haben die Spitze hoch. Wie gesagt, wir lehnen uns hier an Profis an. Manche machen Spitze ein bisschen niedrig. Spitze hoch ist eigentlich gerade für Anfänger ein Tipp, wo man sagt, mach mal die Spitze hoch, dann hast du zumindest schon mal diese Bahn. Also das ist kein Muss, das ist nur so ein Zwischentipp. Was aber definitiv ein Muss ist, zurückziehen. Bam, für mich nach 3-4 Monaten, wie ich gedartet habe, die Revelation. Ich bin da die Nacht und dart irgendwie 3-4 Stunden vor mich hin und denke mir, Simon, das kann doch nicht sein, was ist los? Weil ich habe damals so geworfen ungefähr, ne? Und dann habe ich irgendwann mit Durchziehen gemacht. Und da ist mir aufgefallen, Gary unterm Auge, MVG Mund oder Oberlippe oder Unterlippe, Webster Nase. Ganz viele Spieler berühren sich sogar im Gesicht. Martin Schindler auf der Stirn. Gut, der ist klein, aber trotzdem, der geht auf die Stirn. Oder fast auf die Stirn. Bei mir selber, ich habe euch noch mal den Dartbart gezeigt, weil das hier so abgenutzt war. Bei mir ist es noch nicht so konstant. Ich berühre mich meistens nicht, aber manchmal, wenn ich werfe, höre ich auch dieses Geräusch. Da habe ich quasi den Bart oder habe sogar die Wange gestrichen. Der geht meistens irgendwo schlecht hin, weil ich den ja quasi verkackt habe, aber manchmal auch nicht, weil es nicht relevant war. So, jetzt komme ich zum Punkt. Was wird gemacht? Zurückziehen. Du musst laden. Laden, Feuer. Laden, Feuer. Du kannst nicht feuern, ohne zu laden. Versuch das mal. Dein Arm ist
Dein Arm ist total schwächlich. Dein Arm ist total schwächlich und dein Körper, hier, was macht mein Arm für eine Bewegung? Schau mal die Kurve, die ich mache. Was habe ich gerade gesagt zur Kurve? So geht doch keine Kurve, so geht's bergab. Du musst für eine schöne Flugkurve und vor allem für die Zeit deinen Arm zu alignen, das heißt in die Vertikale zu bringen. Wenn du nur so machst, geht er leichter schief. Wenn du einmal zurück gehst, hast du schön Zeit, dieses Ellbogengelenk voll auszunutzen und voll in die Tarierung reinzukommen, die du brauchst. Das heißt, du ziehst zurück. Wenn du das nicht machst, versuch's mal. Du wirst auch sofort besser werfen. Ich schwör's dir, du wirst sofort besser werfen. All diese Sachen, wenn du die machst, wirst du sofort ein paar Prozente rausholen. Oder wenn du die anpasst oder wenn du die besser vermischt mit deinem Spiel. So, jetzt kommen die wichtigsten Sachen und das sind alles mentale Sachen. Es wird euch nicht wundern, aber Darts ist extrem mental. Diese ganzen Bewegungen, so kann jeder machen. Die Quäntchen, die die Top-Profis absetzen von den guten Spielern, sag ich mal, die 90 Average spielen, also das ist alles im Kopf. Alles im Kopf. Spieler ab Dorfliga können 180 werfen. Warum machen die das nicht immer? Das ist alles im Kopf teilweise, ja. Die Bewegungen sind da. Ja, du brauchst ein gewisses Training, du brauchst eine gewisse Konstanz, aber die Top 10, die wir jetzt vorhin hatten, die können alle zu jeder Zeit eine 180 werfen. Das wissen die auch. Warum machen die das nicht immer? Das ist alles im Kopf. Gut, bei denen sind die Nuancen so fein, dass es vielleicht sogar tatsächlich dann noch mit dem Dart Barrel ankommt oder auf dem Flight oder wo der anklatscht und wie der wegtickt und so weiter. Aber im Endeffekt ist es Kopfsache. Und zwar, jetzt kommt's. Tipp Nummer 1, der auch Tipp Nummer letzter ist, der auch der Tipp ist, den immer anschauen. Schaust dein Ziel an, Fokus, Konzentration, deine Bewegung beginnt, vielleicht hast du einen Trigger, vielleicht hast du auch einen Zwischentrigger. Du ziehst zurück, manche machen auch einen Zwischenwurf so und werfen dann. Auch nichts gegen zu sagen. Ich mache es nicht, weil ich so wenig wie möglich Bewegungen in meinem Bewegungsablauf haben möchte, damit ich Fehlerquellen eliminiere. Ich muss nur so machen und so. Da kann man wenig falsch machen. Wenn man so macht, kann man schon 3-mal Sachen mehr falsch machen, als ich mache. Aber kann einem auch helfen, sich schön einzutarieren. Man ist ja biologische Masse, man ist ja keine Maschine. Man kann sehr viel in diesen ganzen Sachen ausgleichen. Über die Bewegung, übers Zielen. Dein Arm gleicht auch unbewusst Sachen aus. Manchmal wirfst du 2 in die 5, stellst dich komplett anders hin, ziehst komplett anders, gehst hin und wirfst die volle Kanne auf die anderen beiden in die 5 und denkst dir, wofür habe ich den ganzen Aufwand betrieben? Dann sagt man Muscle Memory, aber Muscle Memory würde heißen, dass wenn du dich komplett anders hinstellst und deine Muskeln genau das gleiche machen, dass der Dart woanders hingeht. Das ist ein anderes Memory, das ist quasi dein Hirn-Memory, das weiß, hey, ich habe da hingeworfen, ich werfe wieder dahin. Du hast so ein bisschen Auto-Aim, so ein bisschen ein Aimbot hat dein Hirn. Ist so. Dein Hirn hat ein bisschen Aimbot. Kennen auch die Leute, die 180 werfen. 2 sind in der Triple 20, dir geht's Arschwasser, du weißt nicht, was du machen sollst. Und du denkst dir, komm, mach einfach nochmal. Und aus lauter Verzweiflung macht dein Körper was und du bist schon gar nicht mehr da. Aimbot. Du hast einfach deinem Hirn die Kontrolle gegeben und deinem Körper und er hat es nochmal gemacht. Ist nicht cool. Am liebsten willst du natürlich die Kontrolle haben und das alles perfekt machen. Aber glaub mir, das ist auch ein Tipp. Du musst Kontrolle abgeben an dein Hirn und an deinen Körper. Du musst dir selber vertrauen. Du musst darauf vertrauen, dass du im Training dir die Skills angeeignet hast, im Spiel gut zu sein. Und dann im Spiel lässt du machen. Das heißt erstens Kopf frei, Kopf komplett frei. Du gehst nie hin und sagst, oh, ich halte meinen Dart vielleicht zu weit vorne, ich halte lieber. Nicht über deinen Grip nachdenken. Das verliert mir die meisten Spiele oder zerschlägt mir die meisten Spiele, wenn ich anfange nachzudenken, weil zum Beispiel ich schaue mein Ziel, ich werfe für meine Begriffe perfekt, die Bewegung ist gut, alles gut, Stellung ist gut, ich habe alles beachtet, 5, 5, 1. Und dann fängt der Kopf schon an. Oh, warum ging der in die 5? Vielleicht halte ich den falsch und so weiter. Und wenn das anfängt, wirst du ein mediokres Spiel abliefern. Medium bis schlechtes Spiel wirst du abliefern. Du kommst da kaum mehr raus. Manche Leute trinken dann ein paar Bier und dann kommen die da raus, weil dann dein Hirn gar nicht mehr nachdenkt, sondern du wirfst wieder. Aber das ist ja nicht die Lösung für alles. Das heißt, du gehst wieder hin und schaust dir wieder dein Ziel an und wirfst wieder und sagst, scheiß drauf. Dann habe ich halt die 5 zweimal getroffen und die 1. Dafür kann ich aber auch ein paar Triple 20er treffen, wenn es mal nicht funktioniert. Es waren gestern ein paar Profis und letzte Woche auch schon. Die haben mal eine 7, die haben mal eine 22. Dann denkst du, das ist ein Profi, was ist da los? Was macht der Profi? Der lässt sich, jeder Anfänger und auch jeder Profi, wenn du erstmal 2 in die 1 hast, mit fast garantierter Sicherheit geht der nächste
wenn du korrigierst, in die 5. Oder wenn du denkst, oh, was ist los, in die 5. Wenn du nochmal neu guckst, geht er in die 20. Und wenn du einfach das gleiche wieder machst, geht er wieder in die 1. Wenn du das nicht durchbrichst, diesen Bann. Klar, das waren jetzt alle Optionen, sagst du. So, jetzt hast du die 18. So, und dann geht der in die 5. Das wollte ich eigentlich zeigen. Der geht jetzt zu weit rechts, du korrigierst und dann geht der in die 5. Und du korrigierst auch unbewusst. Da musst du dich selber austricksen. Nee, was machst du einfach? Gucken, Fokus, ballern. Die Spieler, wenn da 2 in die 5 gehen, dann musst du nicht sagen, oh, ich muss weiter rechts zielen, ich gehe in die 5. Nein. Du schaust dir das Triple 20 Segment an, Full Focus. Full Focus. Schaust dir an und mach's einfach nochmal. Mach's noch einmal, Simon. Mach's einfach nochmal. Du machst es einfach nochmal. Auch wenn da mal ein Loch drüber oder drunter geht. Ach, mir letztens wieder passiert. Immer einer drüber, einer drunter. Du wirfst eigentlich lauter 180er, denkst du. Ja, aber nein, 2 drüber, einer drunter. 2 drunter, einer drüber. Immer um die Triple 20. Egal, volle Lotte drauf, gucken drauf, nicht denken, oh, ich muss meinen Ellbogen höher heben, vielleicht muss ich auf Zehenspitzen stehen, vielleicht muss ich weiter. Bleib locker. Das Einzige, was du machen kannst, bevor dein Trigger anfängt, bevor du im Wurf drin bist, du merkst zum Beispiel, deine Fußspitzen verkrampfen sich, was bei vielen passiert. Dann mache ich mal so, dann mache ich nochmal locker, mache ich nochmal ganz locker. Da kommen wir noch zu einer Sache, die ich noch zwischen reinschiebe, aufwärmen. Du musst dich unbedingt aufwärmen. Vor dem Ligaspiel, vor dem normalen Spiel unbedingt aufwärmen. Und da musst du nicht gleich volle Lotte 501 spielen. Werf Roundabout Single, werf ein paar Doppel, werf dich ruhig ein. Manche Leute werfen auch einfach irgendwas oder werf auf Bull oder lass dir was ein. Werf dich ein, mach deinen Arm erstmal warm. Dann machst du ein paar Aufwärmspiele und dann kannst du loslegen. Kein Spieler ist kalt so gut wie nach einer Stunde Spielen. Gibt's nicht. Glaub mir, gibt's nicht. Und dabei ist es ganz egal, was der eine Stunde lang gemacht hat. Hauptsache geguckt, geworfen. Schön sich harmonisieren mit dem Board. Kopf frei. Dein Kopf muss frei sein. Und das ist leichter gesagt als getan. Da ist mir aufgefallen, warum tun die Zen-Bogenschützen meditieren und warum tun die dabei Bogenschießen beim Meditieren? Ja, weil das wahrscheinlich der gleiche Sport ist, mehr oder weniger. Es ist wahrscheinlich auch extrem wichtig, deinen Kopf so frei zu haben, dass du fast schon Meditation draus machen kannst. Aus diesem Bogenschießen. Du könntest wahrscheinlich eine Dart-Meditation anbieten. Das wäre der Renner. Die ganzen Yoga-Mädels würden dir die Bude einstellen. Kannst dir einen rein meditieren. Du schaust dir einfach, beim Meditieren hilft dir einfach das Segment, das du anschaust. Du schaust dir einfach nur das Segment an. Und irgendwann, wenn du es lang genug anschaust, dann wirst du wie so zum Zombie. Zum Anguck-Zombie. Und wenn du dieses Anguck-Zombie, wenn du in dieses schnell reinkommst, das heißt, du bist dran, du gehst hin, du wirst sofort zum Zombie. Konzentration geht mit rein. Treffer und du gehst raus, der andere wirft. Du fokussierst irgendeinen Punkt. Du bleibst volle Kanne in diesem Fokus, in dieser Meditation, sage ich jetzt mal. Du kommst wieder ran. Du gehst hin, du bist sofort der Zombie. Du gehst rein. Dann nenne ich das die Stunde des Wolfs. Hour of the Wolf. Wenn du die Stunde des Wolfs erreichst, wenn du quasi diesen Fokus, diesen Tunnel konstant aufrechterhalten kannst, über 2, 3 Legs. Fokus. Dann ballerst du so hart. Es ist einfach gnadenlos. Glaub mir, ich war manchmal schon von mir selber überrascht. Da wurde es komplett still im Raum, weil du nur noch ballerst. Ja? Der Gegner weiß gar nicht, was der machen soll, weil du machst halt jede Runde 2 Triple, machst dann relativ schnell aus. Ja, für meine Verhältnisse sagen wir, machst du siebte, dann denkt man sich, was ist mit dem los? Das geht ab. Und da denkst du dir selber auch manchmal so im Kopf, boah, ich bin so fokussiert, ja, und wenn du das denkst, dann bist du schon raus, dann hast du verloren. Weil dann hat dein Kopf was gedacht. Dein Kopf darf nichts denken. Du musst einfach nur knallen. Instinkt, wie ein Wolf, einfach wie ein Instinkt, Jagdinstinkt. Einfach gucken, machen. Nicht planen, machen. Nicht über deinen Grip nachdenken, nicht über nachdenken, ob dein Ellbogen oder nicht über nachdenken, ob du nach links ziehst oder nach rechts. Das kannst du alles im Training machen. Im Spiel machst du nichts mehr. Im Spiel gucken, Feuer. Das gilt für alle. Das ist kein Tipp, wo man sagt, den kann man machen, den kann man nicht machen. Das gilt für alle. Alle. Wenn du ein Top-Spieler werden willst und wenn du jetzt ein 55er-60er Average schon spielst, wie ich das damals für mich entdeckt habe, und das war nämlich mit diesem Video von Daniel Zügler. Daniel Zügler spielt hier gegen Shorty, Thomas Seiler.
Und jetzt schau dir den Ziegler mal an. Extremer Fokus. Extremer Fokus. Ist egal, was der jetzt geworfen hat. Mir ging es darum, was für einen extremen Fokus er hat. Du siehst aber beim Short hier auch. Fokus, 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 zack. Fokus, 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 zack. Hier. Er schaut sich das Feld an. Schaut, schaut, schaut. Dann geht der Arm hoch. Schaut, 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 schaut. Anderes Ziel. Zack, geht oben. Er will Doppel 20. Der hat hier Triple 16 gespielt für Doppel 20. Shorty guckt. Muss atmen, weil er nicht ausmachen kann. Stört ihn natürlich vielleicht. Hat auch jetzt kein Triple getroffen. Und der Daniel. Zack, drin ist er. Dieser unglaubliche Fokus. Und er zielt von zwischen den Augen. Also was heißt er zielt? Er kommt zurück. Er nimmt zurück. Shorty nimmt auch zurück. Sieht man deutlich. Macht aber mehrere Bewegungen zwischen rein. Macht diesen Zwischenbeweger. Und war jetzt schneller, hat jetzt seinen Rhythmus verlassen. Verstehst du? Daniel Ziegler, der innerhalb eines Jahres, wie er angefangen hat zu spielen, und gut, er hat 10 Stunden am Tag trainiert, sagt er. Und trainiert hat er gar nicht, er hat einfach nur gespielt mit Kumpels. Aber halt 10 Stunden am Tag. Das heißt einfach nur werfen, 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 werfen. Nach einem Jahr war der bereits deutscher Vizemeister geworden. 2005 meine ich. Und da war er noch ein Jugendlicher. Punkt ist, schau mal, wie der konzentriert ist. Wie der guckt. Wie der Wolf ist. Kommt nur der Wolf. Konzentration, Konzentration, Konzentration. Also du hast den Gucker, dann kommt die Konzentration, dann kommt der Tunnel und dann bleibst du voll in der Konzentration. Du merkst es manchmal selber, wenn du rauskommst aus der Konzentration, zum Beispiel das Game ist gewonnen, dann merkst du, dass du Schweiß auf der Stirn hast und dass dir eigentlich ein bisschen kalt ist am Rücken. Das hast du davor, die Sekunde davor nicht gemerkt. Das ist wie eine Transformation. Du bist einfach kurz zum Werwolf geworden, sage ich jetzt mal. Ja? Und dann bist du wieder da. Und dann so, wow, wo bin ich, was ist passiert? Oh, ich habe das Game gewonnen und war abartig. So ungefähr passiert dir das. Dazu habe ich jetzt 2 Sachen aufgeschrieben. Ablenkung ignorieren, gut, die kannst du nicht ignorieren. Ja? Also jeder Profi auch, siehst du auf den PDC-Bühnen auch immer, der ist dran und wenn er gerade werfen will, wird gepfiffen. Sowas kannst du nicht ausblenden. Dein Hirn, dein Ohr filtert Sachen und sagt ja oder nein und so ein Pfiff ist ja, ganz einfach. Der ist drin, Sache erledigt. Kannst du nicht ausblenden. Du kannst danach versuchen, deinen Fokus zu kriegen oder du kannst, weil du so ein geiler Spieler bist, der eine fließende Bewegung hat, einen Rhythmus hat, sein Ziel anschaut, Stellung hat, der alle anderen Punkte beachtet, kannst du mal den Kopf nicht frei haben und trotzdem gut werfen. Ist ja so, wenn wir im Pub spielen mit Kumpels oder so und wir mal so, oh, ja, nö, was hat deine Frau wieder gesagt, ja klar, dann schmeißt du auch mal eine Triple 20. Ist ganz klar, das kannst du machen. Aber es hat nichts damit zu tun, was dein Top-Game ist, dein A-Game. Das wollte ich sagen, genau. Ich habe dann 55er, 60er Average gespielt, habe den Daniel Ziegler gesehen und habe dann gesehen, wie unglaublich konzentriert der guckt. Ich zeige euch das jetzt mal. Extremer Fokus. Und da dachte ich mir, was kann der in einem Jahr gemacht haben, was ich nicht mache? Vom Werfen her, vom Stand her, das ist ja keine Rocket Science. Der wird das gleiche machen wie du. Der wird halt irgendwie seinen Pfeil halt irgendwie stehen und irgendwie werfen. Klar, was macht der? Also na klar, der macht den Rhythmus, der zieht durch, der zieht den Pfeil hinter. Die ganzen Sachen, die ich euch jetzt gesagt habe, sind alle wichtig. Fließende Bewegung etc. Aber der guckt sein Ziel an, als ob er Laseraugen hätte und durchgucken will. Er guckt das völlig leer im Kopf, guckt er an, guckt und guckt und guckt, bam! Einfach nur tief reingucken. Du guckst dich in eine Art Trance-Tunnel sozusagen. Meditations-Trance-Tunnel. Die Konzentration, das Fokussieren auf einen Punkt, das kommt erst, wenn du dann losknallst. Erstmal guckst du den Punkt und die Konzentration ist wie eine Art Aura, die von außen dann dazu kommt. Du guckst und guckst und guckst, Konzentration, Konzentration, Konzentration und auf einmal ist sie da. Die Konzentration, die kommt und ist auf einmal dann zack und dann ist da der Fokus und dann knallt es los. Bei all dieser Sachen, das ist fast das Allerwichtigste oder das Schwierigste, locker bleiben. Du musst quasi an nichts denken, aber trotzdem locker bleiben. Wie machst du das? Du musst deinem Körper quasi beibringen, entspannt zu sein, obwohl du nicht da bist. Du gehst aus dem Kopf raus, Tür geht auf, tschüss, ich bin mal weg, mach mal eine 180, bam, bam, bam,
Tür geht da. Ich bin wieder da. Was habe ich gemacht? Oh geil, ich habe geil geworfen. Die Spieler, die jetzt hier zuschauen, die jetzt so einen 55er, 60er Average haben, du bist richtig gut. Ich war ja vor ein paar Monaten, war ich mal an dem Punkt angelangt, wo ich richtig gut wurde auf einmal. Das war, nachdem ich den Daniel Zügler gesehen habe, wie der Fokus. Da dachte ich mir, komm, du fokussst auch einfach mal. Denk mal an nichts, denk mal nicht, du machst die gleiche Bewegung, denk mal nicht an deinen Ellbogen, denk mal nicht an deinen Arm, denk mal nicht an zurück, denk nicht an den Griff. Denk an nichts, geh einfach hin, schau es dir an und mach den Rest klar. Deswegen sage ich es nicht für Mega-Anfänger. Du musst schon eine gewisse Bewegung drin haben, die auch das Potenzial liefert, dass dein Körper damit das ummünzen kann in Bingo. Ja? Das musst du schon haben. Also dein Stand muss gut sitzen, da musst du dich sicher fühlen, deine Armbewegung muss gut sein und du musst diese Vertikalität. Wenn du die hast, dann kannst du so langsam mal anfangen, zum Gucker zu werden. Statt Korrigierer und Propriozeption nennt man das. Wenn dein Hirn wahrnimmt, was dein Körper macht. Zum Beispiel habe ich es gerade wahrgenommen, dass ich zweimal hier vor und hinter gegangen bin. Mein Hirn passt ja auf, was mein Körper macht, weil mein Hirn müsste ja meinen Körper im Raum bewegen. So, und dein Hirn passt natürlich auch auf. So, du kannst natürlich jetzt spüren, wie du den Dart hältst. Du kannst genau spüren, welche Finger den wo haben. Du spürst deinen Druck. Das willst du aber gar nicht spüren. Das ist zwar da, aber du willst es nicht spüren. Du willst gar nicht spüren, du willst Rambo sein. Du machst es einfach nur. Und wenn du dieses hast, diese Grundvoraussetzungen, diese Basics, die hast, kannst du dir nach 3-4 Monaten locker antrainieren. Dann versuch mal den Wolf anzumachen. Dann nimm dir diese Tipps. Und davor hilft das Fließenbewegung, das ist alles, das kann man alles üben. Das kann man alles reinkriegen. Und mit üben meine ich nicht gezielt üben, wie mache ich eine fließende Bewegung, sondern immer jeden Tag einfach werfen. Mach dir nicht zu viel Stress. Die Stunden an Bord sind wichtig. Und zwar die Stunden an Bord, wo du konzentriert arbeitest, wo dein Hirn propriozeptorisch beschäftigt ist. Das heißt, du monitorst dich selber, du machst Sachen wie, oder geh 3-mal in die 5, vielleicht stell dich nicht mal weiter rüber, oder geh 3-mal in die 20, vielleicht ist das ein besserer Standpunkt. Und von so aus arbeitest du dich vor. Du hangelst dich, die Dartstrickleiter hoch bis zum Helikopter des Erfolges, oder wie auch immer. Jedenfalls, und wenn du dann in der Hälfte der Strickleiter hängst, du machst eigentlich schon immer die gleiche Bewegung so ungefähr. Du denkst, ja, es passt eigentlich schon. Aber irgendwie hänge ich so am 55er, 60er, da hängen viele, die kommen da nicht höher. Bei mir ist das explodiert vor ein paar Monaten, wo ich dann diesen Fokus ausgepackt habe. Aufgrund von Daniel seinen Videos und aufgrund von, dass ich dann bei den Profis fiel mir dann erst richtig auf. Ja verdammt, das was ich euch vorhin gezeigt habe. Ich kann es euch jetzt nochmal zeigen. Aber der Menso wird es ja nicht machen, der ist so friedlich, ne? Guck mal, Menso, wie der schaut. Sein Ziel ist schon im vollen Fokus, Arm ist noch nicht oben. Zum 3:0 in den Sätzen. Und das wäre Fokus. So eine Art Vorentscheidung. Er trifft die Doppel 14, das ist sein Liebling. Fokus, jeder Spieler. James Wade, als Linkshänder, absolut deadly. Schau, wo er hinschaut. Schau, wie er schon schaut. Er hat schon sein Ziel, hat er schon anvisiert. Ich meine, er schaut runter und wird wahrscheinlich unten gehen. Schau mal, die Augen. 124 Punkte gecheckt. Er hatte die 160 gecheckt. Jetzt schaut er oben. Für 141. Es lief wie am Schnürchen. Siehst an den Augen, das ist der volle Fokus. Jetzt sagst du, klar schaut man dahin, wo man hinwirft. Das macht doch jeder. Es ist ein Unterschied zwischen Schauen und Fokus. Tunnel, Werwolf, Zombie schauen ist anders als nur schauen. Hier, so schaut doch kein normaler Mensch. Guck mal, der frisst dich ja mit den Augen. Simon Whitlock. Registriert das, oh, der ist schon wieder dran, der hat schon wieder eine Möglichkeit, das auszumachen. Nimm mal diese kleinen Pizza. Die beschäftigen dann auch noch irgendwann Whitlock, wenn der... Dieser Fokus fiel mir erst auf. Und dann, glaub mir, dann hast du die Klinge gefunden. Dann knallt es nur noch. So, jetzt denkt ihr, warum knallt es bei mir gerade nicht mehr, obwohl ich jetzt den Fokus gefunden habe. Also erstens, ich spiele gar nicht schlecht, das ist in Ordnung. Zweitens, ja, ich spiele nicht so gut wie damals. Und es ist, weil mich zurzeit sehr viele Sachen doch wieder ablenken, weil es ist nicht so leicht, da drin zu bleiben. Und zwar, du hast so eine Art Selbstvertrauen, wenn du das erstmal machst, ne, und dann klingelst und dann denkst du, oh, ich bin ja richtig geil, ich wusste gar nicht, dass ich so geil bin. Ich treffe alles. Und wenn du mit so einem Selbstvertrauen zum Spiel gehst, knallst du alle weg, ich schwöre es dir. Das ist so eine Art Data-Arroganz, das hat ein Taylor, das hat ein Bristol, jeder will der Beste sein, das hat ein MVG. Das ist dieses Quäntchen, glaube ich, was dem Peter Wright fehlt. Leute widersprechen mir, da könnt ihr ruhig machen. Aber ich glaube, dem fehlt dieses Ding, wo der sagt, ich bin der Beste, ganz einfach. Das kann der zwar sagen, aber der schaut nicht so aus, als ob der sich selber glaubt. Finde ich ein bisschen. Ein Phil Taylor glaube ich sofort, dass er denkt, dass er der Beste ist. Ein MVG glaube ich sofort, dass er denkt, dass er der Beste ist. Verstehst du? Ein Gervin Price glaube ich es auch sofort. Der ist zwar noch nicht der Beste, kann es aber werden, weil der dieses Gen hat zu sagen, ich bin der Beste.
und ich kann's. Und dann hast du keinen Zweifel. Auch Rob Cross hat dieses Gen. Hast du gemerkt? Der tut zwar immer so freundlich, aber der kann richtig stinkert sein und der kann auch richtig knallen und der hat auch richtig Bock, der Beste zu sein. James Wade, richtig Bock, der Beste zu sein. Dieses, ich treffe jetzt. Und und bei mir ist das in letzter Zeit, vor ein paar Monaten war das Bam 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 und dann hatte ich ein Spiel, quasi ein Schicksalsspiel, wo ich irgendwie 15 Runden nicht die Doppel 2 getroffen habe und das habe ich dann verloren. Und das war meiner Meinung nach gegen einen Spieler, gut 15 Runden hat er also auch nicht ausgemacht, gegen einen Spieler, den ich schlagen kann. Vielleicht sogar muss. Und das ist mir, also ich habe nichts mehr über 12. Runde gespielt. Monatelang. Und ich hatte da 8 Monate Darts gespielt und dachte mir, ja, jetzt bist du halt angekommen, jetzt machst du alles unter 10., dann machst du alles unter 9. Und es ging auch meistens 7., 8., 9. Ihr kennt ja meine Videos von früher auch, mal High Finish und so. Und danach, also wo ich dann irgendwie 23. Runde oder was das war, oder 25. Runde, da dachte ich mir, was ist los? Und mein Hirn hat nicht mehr aufgehört nachzudenken und zu arbeiten, sondern es war einfach irgendwie drin, Scheiße, du bist nicht perfekt, deine Methode funktioniert nicht. Verstehst du? Davor dachte ich, ich muss nur ein Ziel anschauen, dann schlägt er ein. Und es hat fast immer funktioniert, deswegen habe ich mir gar keine Sorgen gemacht. Und dann kam das Problem. Dann kam Double Trouble auf die Doppel 8 dazu, die mittlerweile sich auch in mein Hirn gebrannt hat. Wenn ich mir schon 8 stelle oder wenn ich schon auf 32 werfe, Doppel 16, dann denke ich mir schon, Gott, bitte nicht innen, so ungefähr. Also das denke ich mir natürlich nicht bewusst, weil ich weiß, das ist kacke, dass ich mir das denke. Aber mein Hirn weiß schon, und was passiert? 16 innen. Garantiert. Und was passiert danach? Treffe die Doppel 8 nicht. Garantiert, weil ich es mir ja selber schon eingepflanzt habe. Weil mein Hirn sich das selber schon gesagt hat. Du brauchst diese Confidence, diese Selbstsicherheit, dass dein Hirn dir nicht Schmarrn einredet. Dass du sagst, ich gehe hin und treffe die Doppel 8. Habe ich leider nicht. Ist leider weg. Ist leider weg. Doppel 8 ist leider weg. Doppel 4 dafür umso mehr. Doppel 4 treffe ich meistens. Doppel 18 treffe ich meistens. Doppel 20 war komplett weg. Ist jetzt wieder da in letzter Zeit. Das sind meine Probleme. Diese automatischen Hirnreinfahrer sozusagen. Diese Interventionen deines Hirns gegen sich selber. Ja, warum ich jetzt nicht mehr... Ich bin noch davon überzeugt, Kopf ausmachen und knallen ist die beste Methode, da gewinnst du. Dann triffst du und dann bist du geil. Aber du musst ein paar Voraussetzungen erstmal haben. Du musst so ein bisschen, die Basics müssen schon drin sein. Du kannst jetzt nicht als Anfänger mein Video erzählen und sagen, ach komm, dann stelle ich mich halt hin, mach den Ellbogen gerade, zieh zurück, mach die Spitze hoch, bleib locker, steh gut, werfe. Da musst du über so viele Sachen nachdenken, weil du es noch nicht drin hast. Du musst erstmal ein paar Sachen drin haben. Mach mal ein paar Monate, mach deinen Stand, mach die Vertikalität, mach streck deinen Arm und so. Wenn du das alles so ein bisschen drin hast, dann fang mal an, zum Wolf zu werden. Oder zu Rotkäppchen, du kannst es nennen, wie du willst. Hauptsache, du hast den Fokus. Und viele Leute sagen auch im Livestream, spielst du grottenschlecht sein. Ja, Leute, meinst du, ich mache den Wolf an im Livestream? Ich labe mit euch, schau mir was an, mach ein bisschen Spaß. Halt, ja. Da bin ich zufrieden, 10., 11. Runde bin ich locker zufrieden, das passt schon. Da mache ich höchstens mal beim Checkout, weil ich keinen Bock habe, ewig rumzutingeln. Aber den Wolf, den kannst du gar nicht anmachen, wenn die Kamera an ist. So, da war der typische, der erste war natürlich zu hoch, bla bla bla, und dann in die 5, ne? Kamera an. Denkst ja, noch ein Gerader, dann mache ich einen schönen Score. Geht nicht. Und der Wolf war auch nicht da. Ich war quasi leer, aber ohne das Feld anzuschauen. Das kannst du ja auch, du kannst einfach einen leeren Blick haben und deinen Körper machen lassen. Das ist völlig falsch, das darfst du auf keinen Fall machen. Du musst dieses Feld anschauen, als ob dein Leben davon abhängt. Schau dir genau dieses Feld an. Look where you're throwing. And throw where you're looking. Schau es dir einfach nur an. Wirklich, du kannst am Anfang, brauchst du die ganzen Sachen. Ich bin hingegangen, hab mir das angeschaut nach dem Ziegler-Video, hab mir das einfach so angeschaut. Bin hingegangen, hab einem Kumpel gesagt, du, ich kann nur noch Triple 20 treffen. Sagt er, zeig mal, ich geh hin, Ich hatte das Gefühl, ich kann gar nicht mehr daneben werfen. Also ich kann vielleicht noch 1, 2 Löcher mal daneben werfen, aber im Prinzip treffe ich die Triple 20. Ich treffe das, wo ich hinschaue. Und das ist jetzt ein bisschen verloren gegangen durch automatische Hirnverkackung von mir selber.
Das trainiere ich mir jetzt wieder raus. Und jetzt, wo ich es euch gesagt habe, habe ich auch richtig Bock, wieder auf diesen Fokus zu gehen. Und dann musst du dir eben dieses Selbstvertrauen, wenn du von Kacke anfängst, von 25. Runde Vollnoob, der die Scheibe nicht immer trifft, zu meine erste 5. Runde habe ich im Dezember gespielt, 15 Data, ne? Zu 15 Data. Dann kannst du danach ein 15 Data, wenn du immer ein 15 Data spielst, kannst du auch bei den Profis mitspielen. Wenn du das kannst, also, von da kannst du dich nicht viel weiter verbessern. Eine 4. Runde 12 Data, 3. Runde wären 9 Data. Also du bist dann schon ziemlich gut. Also das heißt, natürlich geht deine Performance auch irgendwo runter und dein Selbstvertrauen leidet sozusagen, weil dein Selbstvertrauen wird erst nur aufgebaut und du wirst immer geiler und immer besser und du schaffst eine neue Runde, du schaffst einen neuen Rekord, du schaffst ein neues High-Finish. Du hast das höchste High-Finish wieder, du hast wieder ein höheres High-Finish als dein letzter Rekord war und so weiter. Aber irgendwann hast du das höchste High-Finish, irgendwann hast du die in die Runde gespielt und dann merkst du, du kannst das nicht immer spielen, du kannst das Niveau nicht halten und du hast weniger, wofür du kämpfst. Weil ich kann jetzt natürlich sagen, boah, ich habe jetzt noch den 9 Data als Ziel, aber Leute, jeder weiß, der 9 Data ist erstmal utopisch. Da bräuchte ich mindestens noch 2-3 Jahre Vollkanne-Training, um da annähernd eine Chance zu haben. Schau, du willst 2020, dann denkst du dir, komm nochmal und in die 1. Und diese Sachen, Fokus, Fokus, Fokus. Gut, da darf ich auch nicht nochmal drauf gehen, der hängt nach rechts rüber, da muss ich auf die 19, mache ich auch zu selten. Das sind ganz andere Sachen, die ein Spiel noch verbessern. Richtig Punkte zählen, richtigen Wege spielen, schön umstellen und so weiter. Das sind ganz andere Sachen. Jetzt geht es nur um den ultimativen Wurf. Nicht wie mein Spiel, wie ich besser spiele oder wie auch immer, sondern wie muss ich werfen. Nur das Thema Wurf, Thema Zählen und jedes dieser Sachen locker bleiben, holst du mindestens 5% Leistung raus. Ziel anschauen. Habe ich mich um 10 bis 15 Punkte im Average verbessert über Nacht und es hielt wochenlang an danach, bis dieser Knick kam. Das war nicht einfach mal kurz eine Verbesserung, das hielt wochenlang. Ich habe wochenlang 7., 8. Runden gespielt, hintereinander, die ganze Zeit. Dann der Rhythmus. Dann schau mal, ob du einen Trigger hast, wie MVG. Tack, tack. So ein Trigger kann dir helfen. Ich habe meine ersten 280er geworfen, da war ich in Vollloop. An einem Tag habe ich die geworfen, weil ich einfach mal was nachmachen wollte. Habe mich so seitlich hingestellt und bin so rausgekommen wie so ein Kran, tack, und habe so gemacht. Ich wollte es einfach mal probieren, tack. Habe das gemacht, tack. Habe eine 180 geworfen und mir gedacht, geil, ich muss ja nur wie die Maschine immer das Gleiche machen. Das war zwar leider nicht ganz richtig dann am Endeffekt, aber für eine 180 hat es gepasst in dem Moment. Ja? Und für die nächste 180 hat es auch noch gereicht. Es war mir aber zu unflexibel, unmenschlich und es war halt, du musst immer genau das Gleiche machen wie eine Maschine. Das kannst du kaum machen. Du bist ein biologisches Wesen mit vielen Muskeln, du atmest anders und so weiter. Du hast mal Jahre länger. Es war auch extrem unbequem für mich. Es sind so viele Faktoren. Das heißt, es ist besser, du gehst auf die Biologie, du bist eine Ziel- und Killermaschine, du bist ein Jäger, du bist ein Wolf, du bist was auch immer. Du gehst hin und du schaust dir dein Ziel an und du haust den rein. So. Das war das wichtigste Video, was ich jemals gemacht habe, weil das Video einfach die Wahrheit ist. Es ist die Wahrheit. Es funktioniert definitiv bei jedem. Du musst nur die Basics schon mal drin haben. Dann wirst du dein Average dadurch rauskatapultieren. Und das wird das Quäntchen sein. Und je mehr du deinen Kopf frei hast und je mehr du es schaffst, dieses Ziel zu fokussieren und zu gucken, desto geiler wirst du. Stand 5. April 2019. Und es ist auch die letzten Monate schon gewesen, ich wollte dieses Video schon länger machen, bin ich absolut davon überzeugt, dass das der Unterschied zwischen einem guten Data und einem Top-Data ist. Dieser unglaubliche Fokus. Denn bei allen Profis siehst du das. Bei allen. Siehst diesen unglaublichen Fokus. Und sonst die stehen unterschiedlich, die halten den Dart unterschiedlich, die haben unterschiedlich schwere Darts, die haben unterschiedliche Flights. Das ist alles unterschiedlich. Die ziehen ihn alle zurück übrigens. Die ziehen alle durch, die ziehen alle unterschiedlich zurück. Die haben alle einen Rhythmus und die haben alle eine fließende Bewegung. Und die schauen sich alle das Ziel an. Und diese Punkte, die ich euch genannt habe, und die bleiben definitiv alle locker. Die sind nicht verkrampft. Du merkst manchmal tatsächlich, wenn ein Spieler ein bisschen verkrampft ist, der zum Beispiel zweimal Doppel nicht, dann verkrampft er ein bisschen. Bei Peter Wright gestern hast du gemerkt, der hat zu viel aus der Schulter geworfen am Anfang. Der war ein bisschen verkrampft. 5-1-1, 1-5, der hat ja ganz schlechte Scores am Anfang. Da dachte ich mir, Peter, deine Schulter. Stellt er sich hin und dann wurde der lockerer. Dann hast du gesehen, die Schulter arbeitet weniger.
locker bleiben. So, ne? Ich hab's Kopf frei. Das sind eigentlich, das ist es. That's it, easy. Wie du das alles machst, wie du den Rhythmus machst, mach's selber. Such dir den Rhythmus. Trainiere ein paar Monate hintereinander, trainiere mit Propriozeption, sei dir bewusst von dem, was dein Körper macht, trainiere. Guck einfach mal, werf mal eine Stunde so, halt mal eine Stunde den Dart anders. Wie gesagt, ich habe meinen Grip auch noch nicht, aber wenn ich den Fokus anmache und der Dart ist drin, dann weiß ich auch ganz genau, ich habe dreimal den Dart verschieden gehalten, ich habe trotzdem dreimal das Ziel getroffen. Obwohl ich weiß, im Nachhinein, ich habe sicher den Dart, ich weiß nicht mehr, wie ich ihn gehalten habe, das ist ja das Ziel, das will ich ja. Wenn du das weißt, hast du nicht gut gefokust, nicht gut geguckt. Dann hast dein Körper mit einer gewissen Aufmerksamkeit deine Finger beaufmerksamt sozusagen und nicht das Ziel. Und der Mensch kann, entgegen dem, was du vielleicht glaubst, der Mensch kann sich nur auf eine Sache gleichzeitig konzentrieren. Der Mensch kann sich zwar unglaublich schnell auf verschiedene Sachen konzentrieren und immer hin und her schalten, aber er kann sich nicht auf 2 Sachen oder 3 gleichzeitig konzentrieren. Das kann er nicht. Er kann aber super schnell schalten, dass es dir so vorkommen kann, dass du dich gleichzeitig auf 2 Sachen konzentrierst. Tust du aber nicht. Du konzentrierst dich in Wahrheit super schnell zwischen 2 Sachen. Du tust immer deine Aufmerksamkeit. Deine Aufmerksamkeit kannst du immer nur auf eine Sache lenken als Mensch, nicht auf mehrere Sachen. Das heißt, in dem Moment, wo du weißt, wie du den Dart hältst, war deine Aufmerksamkeit bei deinem Grip und nicht bei deinem Ziel. Auch wenn es nur ganz kurz war und auch wenn du der Meinung bist, dass du die ganze Zeit dein Ziel angeschaut hast. Du musst mit voller Aufmerksamkeit im Ziel bleiben. Nur dann kannst du die Stunde des Wolfs erreichen. Und dann wirst du zum Killer. Glaube mir. Und zeig deinen Kumpels nicht das Video, sonst geht es nur noch ab bei euch. Ich schwör's dir. Also viel Spaß beim Ballern und glaub nicht, dass es so einfach ist, wie du jetzt vielleicht denkst, weil sonst wäre ich ja immer noch ein Killer und müsste nicht so hart betteln, wieder zurückzukommen. Übung, 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 Übung. Und warum ist Training dann so wichtig, denkst du dir? Wenn ich jetzt doch die Voraussetzungen erfülle und ich muss nur gucken und treffen. Deine Körperabläufe müssen so fein ineinander stimmen, dein Rhythmus, dein Ding, dein alles, deine Lockerheit, dass du das dann auch wirklich abrufen kannst im Spiel. Und diese Abläufe, die trainierst du im Training. Indem du immer wieder wirfst, wird dein Körper immer sicherer und immer körperlicher sozusagen und dein Hirn kann einfach sagen, ich überlasse dem Körper das, ich gucke jetzt nur dieses Ziel an. Ich denke gar nicht drüber nach, ob es im Fuß drückt, ob der Zeh krumm wird, ob mein Ellbogen nach außen geht. Ich gucke nur. Den Rest habe ich im Training gelernt. Dein Körper, das ist wie Treppensteigen. Dein Hirn, aufgrund des Trainings, das du seit Baby an hast, wo du ja wirklich jede Stufe guckst und steigst, eine Treppe zu Hause, die du 100 Mal gelaufen bist, die du 10 Jahre lang läufst, jeden Tag, die rennst du einfach hoch. Da machst du auch mal einen Doppelschritt. Kein Problem, ja, obwohl du das vielleicht nie machst, aber du weißt das. Eine Treppe in einem Haus, wo du zum ersten Mal bist, die gehst du zwar auch hoch, aber da passt dein Hirn ein bisschen mehr auf und du stößt vielleicht mal an der Stufe an und so weiter. Ja? Und du musst die Treppe deines Körpers sozusagen, die muss deine Haustreppe werden, die du Millionen Mal rauf und runter gegangen bist. Und das ist dann deine ganze Bewegung. Und dann kann dein Hirn frei sein. Und dann gewinnst du. Und das ist übrigens auch der Grund meiner Meinung nach, warum so viele Dartspieler, wenn die so besoffen sind, dass sie kaum noch stehen können, trotzdem extrem gut Dart spielen. Was ja unlogisch ist. Weil sie in dem Moment es schaffen, dass ihr Hirn leer ist. Quasi im wahrsten Sinne des Wortes. Ja, halt Hirn weggesoffen, sozusagen, in dem Moment. Irgendwann sind sie dann so dicht, dass die Bewegung beeinträchtigt ist und dann kannst du es natürlich vergessen. Aber wenn du genau so viel hast, dass dein Hirn quasi nicht mehr besorgt ist und da gibt es ja auch eine gewisse Euphorie und eine gewisse Selbstüberschätzung kommt ja mit Alkohol. Ne? Man denkt, man kann mehr. Deswegen passieren auch so viele Autounfälle und so weiter. Man sagt, dann fahre ich halt 130 in der Kurve, kein Problem für mich. Oder ja, ich kann alles, verstehst du? Ich springe von irgendwas runter. Am nächsten Tag war es eine saublöde Idee, du bist im Krankenhaus wach. Denkst du, wie kann ich so dumm sein und von irgendeinem Pier springen oder so. Jedenfalls, Selbstüberschätzung. Und dann hast du natürlich auch nicht die Zweifel an dir selber. Du weißt, ich bin der Geilste, ich zock dich jetzt ab. Du gehst nach dem Ligaspiel, du sagst besoffen in deine Stammkneipe und sagst, wer will noch mal, ich habe gerade 4 Leute weggeballert. Und dann kommt einer und dann zockst du den weg, weil du dich so geil findest, weil du halt ein bisschen was getrunken hast. So. Nicht trinken, Leute. Fokus. Trainieren.
immer top trainieren. Beim Training ist alles erlaubt. Beim Training ist auch Nicht-Treffen erlaubt. Wenn ich hier ein Video filme vom Training, dann Leute, oh, bist du kacke, du triffst ja nicht jedes Mal. Ja, Leute, ich bin am Trainieren. Trainieren heißt Propriozeption, was macht mein Körper, volle Konzentration, Training. Spiel ganz anders. Im Spiel. Alles unwichtig. Hinstellen, knallen, ausmachen, gewinnen, keine Angst haben. Wenn du auf ein Doppel 8 kommst, nicht vorher denken, fuck, das ist mein Angstdoppel, weil dann hast du schon verloren. Das ist nur mental. Im Spiel geht es nur noch um den Kopf. Im Training geht es eigentlich nur um den Körper. So schaut es aus. Und es ist auch nichts dagegen zu sagen, ich werde mir das auch mal anschauen, auch mal mental zu trainieren. Eine Art Meditation zu machen, eine Art, ich habe auch schon versucht visualisieren, dass du dir eine Scheibe vorstellst. Wenn du gerade nicht beim Werfen dran bist, stellst dir eine Scheibe vor, du weißt ja ungefähr, wo die ist, weil du wirfst ja so oft drauf, dann denkst du, ich ziehe Triple 20, machst so ein bisschen trocken im Kopf und dann kommst du dran und wirfst. Lauter so Sachen, kannst du alles ausprobieren. Kann man im Training auch trainieren. Ja? Mal eine Visualisierung machen, mal einen Punkt am Boden fokussieren, mal hinsetzen, mal die Augen zumachen zwischen den Würfen. Kann man alles trainieren, kann man alles gucken, was einem hilft. Ich bin raus. Das war definitiv das wichtigste Video zum Darts, was du jemals gesehen hast. Verglichen mit den Videos, die es so gibt. Weil ob du dich krumm oder gerade hinstellst oder ob du Turnschuhe oder Latschen anhast, so weit kann ja wohl jeder noch selber denken, glaube ich. Also, weiß nicht. Also, haut's rein und fangt's an, die Klingel zu abusen. Und zwar hart. Und zwar so richtig hart. Ciao. Klar habe ich jetzt die 74 ausgeworfen mit 14 Triple 20. Dieser Fokus ist ja nichts Neues. Bobby George hat es schon gesagt. Und schaut mal diese Oldies des Darts an. Die wussten es auch schon. John Lowe. Das ist die Weltmeisterschaft 1987. John Lowe gegen Eric Bristow. John Lowe kommt hin, Bristow läuft gerade weg, hat geworfen. Schau die Augen, schau nur die Augen. Schau nur die Augen. Jetzt gehen die Augen woanders hin. Eric Bristow. 100. Viel Bewegung im Körper, aber der Blick ist deadlocked. Locked auf dem Ziel. So, und das war's. Und jetzt mach den Wolf an, mach den Zombie an. Fokus, Fokus, Fokus. Fokus, Fokus, Fokus.